Holz, Dämmstoff, ein paar elektrische Maschinen. Vor allem aber handwerkliches Geschick braucht es, um einen Kastenwagen in einen Campingbus zu verwandeln. Wohnlich und praktisch soll er sein, der Bus zum Reisen und Übernachten. Am liebsten nach eigenen Wünschen ausgebaut und natürlich mit viel Stauraum. Einen Transporter in eine mobile kleine Wohnung umzubauen, ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Und eine zeitaufwendige dazu. Sie nimmt einige Wochen in Anspruch. Auf den Ausbau von Campingbussen spezialisiert hat sich die Firma Van Weekend von Aaron Steinrock in Limburger Hof. Besprechung mit dem Team. 1,40 Meter, Tisch zum Ausziehen, Kochnische hier, Hochschrank auf der Seite, auf die Fahrerseite auch nochmal ein Hängeschrank über die Küche. Beide Hängeschränke sollen offen sein. Im Grunde kriegt der Kunde in dem Fall einen kompletten Vollausbau. Das heißt, im Heckbereich ein Querschläferbett, davor 2 Sitzgelegenheiten, unterm Bett ein ausziehbarer Tisch mit einem Kühlschrank, 2 Hängeschranksysteme und hier, wo wir gleich das Fenster einbauen, kommt eine Küchenzeile hin. So, also ich würde tatsächlich sagen, wir fangen mit dem Fenster hier an, dass wir hier hingehen, dann hier in dem Bereich das 800er Fenster reinmachen, dann gehen wir hier hinten hin und machen hier wieder komplett mittig, auf die Flucht dann die Dachhaube. Der Ausbau beginnt. Jonas Gerber zeigt uns, wie die Fenster eingebaut werden. Dafür muss er zuerst Öffnungen in die Karosserie schneiden. Also zuerst werde ich hier den Holm rausflexen. Da muss man aufpassen, dass man dann hier nur diese 4 Kanten abschneidet und auf gar keinen Fall mit der Flex dann in die Außenwand schneidet. Mit dem Trennschleifer wird die Verstrebung vorsichtig von der Karosserie gelöst. Der Holm muss rausgenommen werden, damit wir hier dann später unser Fenster einsetzen können. Die Handwerker benutzen eine Schablone, um den Fensterausschnitt anzuzeichnen. Es soll in diesem Fall mittig platziert werden. Mit einem Stufenbohrer bohrt Jonas Löcher in die 4 Ecken, damit er die Stichsäge ansetzen kann. Da ist es ganz wichtig, dass wir eine Stichsäge haben, die viel Power hat, also und kein Akkugerät. Die Akkugeräte sind meistens ein bisschen schwächer und dann kann es passieren, dass man beim Schneiden nicht genug Kraft hat und dann würde das eben nicht sauber sägen, sondern dann auch Rückschläge geben. Dann ein schönes langes Sägeblatt, um einen schönen sauberen Schnitt hinzukriegen. »80 mal 50 Zentimeter wird das Seitenfenster messen. Als nächstes wird die Kante abgeschliffen und dann kommt da Rostschutzmittel drauf. Ja, und weil eben diese Nasen hier auch runterlaufen, ziehe ich den Pinsel immer von innen nach außen. So verhindert er, dass das Rostschutzmittel den Lack verschmutzt. Weiter geht's mit der Dachluke. Also hier ist ganz wichtig, dass wir keine von den Streben erwischen, wenn wir später das Loch schneiden. Da sehen wir oben auf der Oberseite des Autos nicht, wo die Strebe ist. Jonas zeigt uns einen Trick, der das Problem löst. Jetzt haben wir hier unsere Bohrung, die wir von unten gemacht haben. Wenn wir jetzt den Rahmen aufsetzen, müssen wir den nur noch vermitteln. Das heißt, dass wir nach vorne und nach hinten den gleichen Abstand haben. Und dann sind wir uns auch ganz sicher, dass wir dann gleich, wenn wir das Loch reinschneiden, auf gar keinen Fall einen von den Trägern erwischen. Zuerst wird der Ausschnitt abgeklebt, damit am Lack keine Kratzer durch die Stichsäge entstehen.
Der Handwerker setzt, wie beim Seitenfenster, zunächst Löcher in die Ecken, um dann mit der Stichsäge das Blech herauszutrennen. Dabei ist es wichtig, langsam zu schneiden. Jetzt können wir gleich mal probieren, ob die Dachluke dann auch hier reinpasst. Ja, die passt sehr genau. Vor dem endgültigen Einsetzen sind aber noch Vorarbeiten nötig. Weil die Karosserie vom Fahrzeug nur maximal 2 mm Blechstärke hat, müssen wir irgendein Distanzstück bauen, das wir quasi unterfüttern können, um den Innenrahmen zu verschrauben. Weil ursprünglich sind diese Fenster geplant worden für Sandwichaufbau, das heißt für klassische Wohnmobile. Und um diese Distanz eben zu vergrößern, bauen wir dafür jetzt noch einen Adapterrahmen aus Distanzhölzern. Der Distanzrahmen wird aus imprägnierten Latten gebaut, zum Schutz gegen Feuchtigkeit. Jonas Gerber bohrt Löcher vor und verschraubt dann die Rahmenteile. Der Distanzrahmen passt. Jetzt mache ich hier noch schön das Dach sauber um die Schnittstelle, weil da ja dann auch gleich die Dichtmasse drauf kommt. Und dann auch ganz wichtig, ist Dichtmittel zu benutzen, kein Kleber, dass man die Fenster zur Not auch noch mal ausbauen könnte. Das Dichtmittel härtet nicht komplett aus, sondern es ist eben nur zum Dichten. Dann wird die Dachluke zusammengebaut. Von unten verklebt der Chef den Adapterrahmen aus Distanzhölzern. Aaron Steinrock setzt den Innenrahmen auf. Noch ein paar Schrauben anziehen. Fertig. Ich habe einen guten Eindruck. Das Fenster hat überall schön angezogen. Man sieht auch, dass die Dichtmasse komplett auf allen Seiten gleichmäßig rausgedrückt hat. Was wir jetzt noch machen müssen, ist von innen den Rahmen dran klipsen, wo dann auch der Rollo sich befindet. Und dann sind wir hier fertig. Da haben wir dann einmal unseren Rollo und einmal unser Fliegengitter. Jetzt wird der Einbau des Seitenfensters vorbereitet. Jonas spritzt das Dichtmittel auf. Auch für das Seitenfenster wurde ein Distanzrahmen angefertigt, der verklebt wird. Oben rechts. Zum Schluss wird der Innenrahmen fest verschraubt. Okay. Muss ich irgendwo noch mehr, oder? Nee, sieht gut aus. Ja? Hat überall gezogen. Hat es schön beigelegt. Der nächste wichtige Arbeitsschritt steht an, die Dämmung. So, wir fangen jetzt an mit der Isolierung vom Fahrzeug. Wir haben uns bei alten Fahrzeugen schon Schablonen gebaut, dass wir nicht jedes Mal einpassen müssen, sondern Schablonen nehmen, die schon für die verschiedenen Fahrzeugtypen passen und dann einfach die Dämmmatten zurechtschneiden können. In dem Fall ist es ein Amaflex-Material. Das ist ein kautschukähnlicher Dämmstoff aus dem Kälte- und Klimabereich, der eigentlich nicht für Busse gedacht war, aber mittlerweile von fast allen Selbstausbauern bevorzugt wird, wenn es nicht um eine natürliche Dämmung geht. So eine wohlig warme, wie Werkstatthund Oskar sie hat. Nachdem die Flächen mit Reinigungsbenzin gesäubert wurden, klebt Aaron den Dämmstoff mit Druck auf. Es schützt vor sowohl Hitze als auch Kälte und hält das Kondenswasser außerhalb vom Fahrzeug. Der ganze Bus wird mit Schaumstoff gedämmt. Auch Boden und Decke. Das Dämmmaterial hat ein geringes Gewicht. Beim Ausbau von Campingbussen ist das durchaus ein Thema. Wir achten natürlich darauf, dass ein Ausbau so leicht wie möglich wird. Es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Will ich einen Ultraleichtbau haben für Offroad-Fahren und so weiter, muss ich natürlich komplett andere Materialien verwenden als für einen Standardausbau, wo der Kunde eine Fichtendecke will oder Wandpaneele aus Holz.
Am nächsten Tag ist der Bus komplett gedämmt. Aaron Steinrock zeigt uns den Fortschritt. Wir haben die Wände isoliert, haben den Boden isoliert, haben schon die Latten reingelegt, wo nachher das Grundgerüst für den Boden drauf kommt. Ich mache in der Zwischenzeit ein bisschen mit der Elektrik weiter und der Jonas macht den Boden heute. Also wir haben hier die Bodenplatten zugeschnitten. Die sind aus 15 mm OSB-Platten oder auch Grobspannplatten aus Holz. Und die nehme ich mir jetzt noch rüber und lege die auf den PVC aus und dann kann ich da mein PVC zuschneiden. Die Grobspanplatten aus Holz dienen als Schablone für den PVC-Belag. Die Platten werden in den Bus eingebaut. Um sie exakt an der Unterkonstruktion verschrauben zu können, muss natürlich genau gemessen werden. Also die Bodenplatte liegt jetzt lose drin. Wir heben die jetzt gerade noch mal kurz an, dass wir uns anzeichnen können, wo die Dachlatten, in welcher Flucht die hier langlaufen. Und dann würde ich hinten einen Laser ansetzen, damit ich hier eine gerade Linie habe, wo ich dann weiß, wo ich den Boden dann verschrauben kann. Das zugeschnittene PVC kann auf dem Boden verklebt werden. Tatsächlich wollen die meisten Leute PVC haben. Zum einen, wenn natürlich was runter drauf beim Kochen, abspülen, wie auch immer, ist es einfach ein PVC abzuwischen. Und dann natürlich auch die Frage nach dem Gewicht. Also wir hatten auch schon Leute, die gerne ein Laminat oder sowas drin gehabt hatten, aber da haben wir dann von abgeraten. Also es macht eigentlich keinen Sinn, da irgendwie einen schweren Boden reinzulegen. Das ist ein ganz normaler Kleber für Teppich und PVC. Das Einzige, worauf man wirklich hier achten muss, ist, dass der überall Kleber bis auf die Kante geht, weil das sind natürlich die Stellen, wo sich das Ganze dann vielleicht auch eher mal lösen würde. Und sonst wird er einfach vollflächig verklebt und einmal in beide Richtungen abgezogen, dass der überschüssige Kleber dann weg ist. Und danach wird er angedrückt. Da habe ich mir selbst was gebastelt, einfach aus einem Reststück Holz und ein bisschen Ammerflex, wo ich dann später schön die ganzen Luftblasen und Wellen aus dem PVC rausdrücken kann. Wieder wird Holz verarbeitet. Jonas Gerber macht sich an die Innenverkleidung des Busses. Als nächstes bauen wir hier die Unterkonstruktion, woran dann später die Wand befestigt wird. Da ziehen wir einfach auch wieder Holzlatten hier rein. An der Kreissäge schneidet der Handwerker die Latten aus Fichtenholz zu. Außerdem braucht er mehrere kleine Holzstückchen zum Unterlegen. Da haben wir einmal unser Distanzstücker. Eins kommt unten hin, eins hier in die Mitte rein. Und dann wird die Latte hier verschraubt. Hier unten gehen wir einfach hin mit 2 selbstschneidenden Metallschrauben, um dieses Distanzstück zu befestigen. Und dann können wir hier wieder 2 Holzschrauben reinsetzen. Die Distanzstücker sind dafür da, damit die Wand hinterher nicht zu sehr den Bauch macht oder schief ist. Aber man muss natürlich auch immer auf den Platz achten. Wenn wir jetzt hier eine gerade Wand reinmachen würden, dann hätten wir unten wahrscheinlich so fast an die 10 cm verloren. Die Unterkonstruktion für die Innenverkleidung muss stabil angebracht werden. Daran werden später nämlich auch Möbel befestigt. Ja, das hält. Hier für ins Metall jeweils rein haben wir selbstschneidende Metallschrauben. Das heißt, die haben hier vorne eine Spitze, quasi wie so ein Bohrkopf. Da braucht man also kein Loch vorbohren, sondern die Schraube mit der Schraubbewegung bohrt sich ihr eigenes Loch und dreht dann sozusagen auch das Gewinde rein, wo sie dann später drin hält. In dem Fall kriegen die eine sehr leichte und dünne Wandverkleidung. Darum machen wir jetzt auch auf jeden Fall noch einmal in die Mitte eine Unterkonstruktion rein, dass es dann an 3 Punkten letztendlich gehalten wird. Als nächstes kümmert sich der Chef um die Elektrik.
Wir legen in die Hohlräume im Fahrzeug Panzerwellrohre rein, dass die Kabel während ein Fahrzeug fährt und durch die Vibration nicht aufscheuert und dadurch irgendwo eine blanke Stelle entstehen könnte. Oder man nachträglich noch was nachrüsten will im Fahrzeug, dass man das dann auch einfach in den Kabelkanal mit reinlegen kann. Immerhin 60 Meter Kabel. Die Innenraumbeleuchtung, Kühlschrank, Wasserpumpe, alles was mit Strom versorgt wird hier im Fahrzeug. Das heißt, alles was zur Zweitbatterie geht, wird hier drin jetzt verlegt. Und auch fachmännisch geprüft. Dadurch, dass die Elektrik permanent im Betrieb ist und auch sicherheitsrelevant ist, lassen wir tatsächlich einen Elektriker kommen, der sich das Ganze am Ende nochmal genau anschaut und dann auch den letztendlichen Anschluss mit Prüfprotokoll vornimmt. Für den Aufbau der kompletten Elektroversorgung benötigt Aaron 2 volle Tage. Wir haben jetzt alle Kabel in die Wände reingezogen, die wir nachher auch brauchen, und haben den Grundaufbau von der Elektroversorgung gelegt. Das heißt, ein Ladesystem, dass das Fahrzeug auch während der Fahrt mit Energie versorgt wird. Ein großes Solarmodul, wo eben hier die Steuerungseinheit ist, die ganzen Sicherungskästen, den Landstromanschluss für den Außenstrom und eine große 100 Ampere-Stunden Batterie. Den nächsten Arbeitsschritt beim Ausbau übernimmt wieder Jonas Gerber. Er zeigt uns, wie aufwendig die Innenverkleidung des Campingbusses ist. Der Plan ist jetzt, dass wir die erste Wand verkleiden. Und dann wird der ganze Wandteil erst gefilzt und dann an der Unterkonstruktion verschraubt. Ich trage jetzt hier den Sprühkleber auf. Das ist ein Kontaktkleber, das heißt, der wird einmal hier auf den Filz aufgetragen und dann auch am Wandteil. Also der Kleber funktioniert erst bei Kontakt mit einer anderen Fläche, die auch eingesprüht wurde. Der zugeschnittene Teil der Wandverkleidung wird auf dem Filz platziert und fest angedrückt. Das Material eine mitteldichte Holzfaserplatte. Im Fahrzeug wird der Filz zunächst mit Sprühkleber auf dem Metall festgeklebt. Dann wird das mit Filz verkleidete Wandteil an der Unterkonstruktion verschraubt. Das Holzstück dient den Handwerkern dabei als Markierung. Ja? In einen weiteren, bereits zugeschnittenen Wandteil schneidet Jonas nun den Fensterausschnitt für das Seitenfenster. Es gibt ja unser Ausschnitt für das Fenster. Vorher habe ich die Tauchsäge benutzt. Wenn ich mit der bis in die Ecken reinfahren würde, hätte ich hier einfach einen Schnitt schon in der Wand drin. Darum habe ich jetzt auf die Stichsäge gewechselt und schneide es jetzt gerade noch frei. Noch einmal wird geprüft, ob die Maße exakt passen. Häufig müssen nämlich noch Kleinigkeiten korrigiert werden. Und wieder raus aus dem Bus mit dem guten Stück, zurück in die Werkstatt. Es wird gefilzt. Danach kann Jonas das Wandteil mit dem Fensterausschnitt endlich in den Bus einbauen. Der Handwerker passt das letzte Teil der Innenverkleidung ein und verschraubt es. In der Zwischenzeit hat die Schreinerin des Betriebes mit dem Möbelbau begonnen. Ich baue die Unterkonstruktion fürs Bettgestell. Die kommt an die Wand über die Radkästen. Wenn man was vorher zusammenbauen kann, machen wir das. Aber manchmal muss man auch die Rundungen an der Wand anpassen. Das passiert dann vor Ort. Die Rahmen für die Bettunterkonstruktion verankert Maike Göbel stabil in der Wand und am Boden. Ich schraube die Konstruktion jetzt an den Latten fest, wo auch die Wandpaneele festgeschraubt sind, damit es am Ende die meiste oder größte Stabilität hat. Der Campingbus bekommt ein sogenanntes Querschläferbett mit einer Breite von 1,40 Meter. Platzsparend und mit viel Stauraum unter der Liegefläche. Das Bett kommt hier oben drüber, das liegt dann quer im Bus.
1,80 Meter kriegen wir jetzt tatsächlich raus. Dadurch, dass wir keine Wandpaneele haben, trägt die Wand nicht so dick auf und dann hat man halt wieder Länge gewonnen. Für die Latten schneidet die Schreinerin an der Kreissäge Rahmenholz aus Fichte zu. Zunächst wird die äußere Holzlatte am Grundgerüst verschraubt. Daran werden 2 Blenden befestigt, die Maike Göbel mit der Handkreissäge zuschneidet. Bis sich die Blenden perfekt an die Buswände anschmiegen, sind einige Arbeitsgänge nötig. Die Ecke passt. Die Wände sind aber nicht gerade, deshalb muss die Blende auch an der Seite angepasst werden. Mit der Konturenlehre wird eben diese Kontur exakt angezeichnet. Das kann ich einfach an der Linie mit der Stichsäge abschneiden und dann passt es perfekt an die Wand, ohne dass irgendwo eine Ritze ist. Für die Blende benutzen wir 9 mm Birke-Sperrholz. Dadurch, dass es kreuzweise verleimt ist, ist es sehr stabil, hält viel Belastung aus. Die Schreinerin montiert 2 Blenden in den Bus, die den Heckbereich vom Wohnraum trennen und zur Befestigung von Möbeln dienen. Zeit für den nächsten Arbeitsschritt, die Decke. Also wir schrauben jetzt zuerst die Unterkonstruktion an die Decke und dann fangen wir Stück für Stück an, die Deckenpaneelen einzusetzen. An den Leisten aus Fichtenholz werden später auch die Hängeschränke befestigt. Im Heck hinter der Dachluke muss ebenfalls eine Latte eingezogen werden und das ist ein bisschen aufwendiger. Also wir kleben jetzt hier noch ein Stück von der Dachlatte ein. Die wird dann erstmal eine Stunde ungefähr mit den Spreizern nach oben gehalten und dann können wir da nochmal eine längere Latte dran schrauben. Einfach, dass wir hier ganz am Ende, am Abschluss auch nochmal einen Punkt haben, wo wir die Dachpaneelen befestigen können. Das ist dann die endgültige Deckenverkleidung. Die passen wir jetzt ein und dann werden noch die Löcher gemacht für die Lampen dann direkt. Das passiert, klar, mit einer Lochsäge. Jonas und Maike montieren nun die Fichtenholzpaneele an die Deckenunterkonstruktion. Noch ein Tick zu dir. Die Bretter werden mit Hilfe einer Nut- und Federverbindung zusammengesteckt. Das erfordert Maßarbeit. Wir müssen hier vorne noch ausklinken. Ja. Hier hinten muss auch noch eine Ecke weg. Mal dran halten. Warte, du musst noch mal ein Stück raus. Ja. Das letzte Panel will nicht so recht. Wir kriegen es leider immer noch nicht in die Nut rein mit der Feder, darum machen wir das jetzt los. Dann können wir das ein bisschen nach unten halten und versuchen, so mit dem letzten Brett nach oben zu kommen. Stück vor. Ja. Muss bei dir noch nach hinten oder passt das so? Stehen wir am Filz an. Ich glaube, weiter können wir nicht zurück. Okay, dürfte nicht rausfallen. Ein paar Tage sind vergangen. Der Chef erklärt uns die Fortschritte. Ich zeige euch mal, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Man sieht es auf den ersten Blick schon ganz gut, was passiert ist. Dann haben wir jetzt die Decke komplett abgeschlossen, haben die Deckenspots eingesetzt, dann den ersten Hängeschrank hingehängt. Ein bisschen was Besonderes. Da will der Kunde nicht, dass der Hängeschrank mit Klappen geöffnet wird, sondern der soll offen bleiben. Da will er sich selber irgendwas überlegen, dass er auch noch ein bisschen was am Fahrzeug mitarbeiten kann. Die Kühlbox, da hat die Maike schon die Umhausung gebaut. Die erste Sitzbank hat ihren Platz gefunden, wo auch schon die Standheizung angeschlossen wurde. Was wir heute zusammen machen, ist auf die andere Seite die zweite Sitzbank machen. Dann schauen wir doch mal bei der Schreinerin nach. Das ist jetzt eine stehende Plattenkreissäge. Da kann man ganze Platten draufstellen und das schön entspannt runterschneiden. In der Werkstatt schneidet Maike Göbel das Holz für die zweite Sitzbank zu.
Die Möbel in einem Campingbus sollen vor allem eins sein: praktisch. Die Sitzbank, die ich jetzt baue, die wird genauso wie die hier. Die Fläche wird zum Aufklappen und dann hat man eine linke und eine rechte Seite, die Vorderseite und ganz viel Stauraum in der Sitztruhe drin. Ich übertrage jetzt die Fertigmaße, damit es genauso groß ist wie bei der anderen Sitzbank und schneide das dann zu. Nach dem Zuschneiden werden die Teile ausgiebig geschliffen. Das ist eine Schwingschleifmaschine mit 120er Körnung drauf, um die Kanten zu schleifen. Danach kommt eine Bohrschablone zum Einsatz für eine ganz besondere Art von Bohrloch. Als nächstes bohre ich noch so ein paar schräge Löcher, dass man die Seitenteile noch in der Wand und im Boden verschrauben kann. Die Bohrschablone befestigt Maike mit Zwingen, damit sie nicht verrutscht. Die schrägen Löcher sind praktisch für den Einbau der Sitzbank, wie wir gleich sehen werden. Die Teile sind jetzt fertig geschliffen und gebohrt. Das heißt, ich schraube sie jetzt zusammen und danach werden sie in den Bus gestellt. Die Schreinerin verbindet die Seitenteile mit den Holzstreifen. Und die Sitzbank ist nun bereit für die Montage im Bus. Durch die schrägen Löcher werden die Schrauben im Boden befestigt. Die Front der Sitzbank hat Maike schon vorbereitet. Als nächstes muss die Klappe angepasst werden. In den Bussen ist leider nichts im rechten Winkel. Das heißt, man muss es immer drauflegen und dann halt gucken, dass man ein gleichmäßiges Spaltmaß rausfindet. Ich nehme mir immer alte Meterklötzchen, um den Spalt zu überbrücken, und dann fahre ich einfach die Kontur von der Wand nach und schneide es dann so ab. Da brauche ich jetzt sogar 2, weil die Fuge so groß ist. Der Spalt muss weg. Die Sitzbank soll perfekt an die Wand passen, also zurück mit der Klappe an die Werkbank. Mit der Stichsäge schneidet die Schreinerin entlang der markierten Linie. Die Klappe fügt sich nun nahtlos an die Wand. Trotzdem muss sie zur weiteren Bearbeitung noch einmal raus aus dem Bus, denn sie wird nun geteilt. Hinten wird ein Streifen mit der Tauchsäge abgetrennt. Aus 1 macht 2. Da lege ich mir immer so ein Meterklötzchen dazwischen. Die Luft brauche ich, dass erstens die Klappe aufklappt und zweitens sie an den Seiten nirgendwo schleift. Jetzt kommt der letzte Schritt. Wir schrauben hinten den Streifen fest, die Scharniere drauf und dann die Klappe und dann ist fertig. Der Möbelbau für den Campingbus ist sehr aufwendig. Allein für die Konstruktion der Sitzbank braucht die Schreinerin etwa 5 Stunden. Weiter geht's. Ich mache jetzt als nächstes die Schablonen für den Hängeschrank, der hier über die Küche kommt. Da haben wir noch Schablonen aus einem alten Bus. Leider passen die nie, wir geben uns immer ganz viel Mühe, aber jeder Bus ist ein Unikat und es ist niemals gleich. Und an denen kann ich mich jetzt so ein bisschen orientieren. Da oben ist noch ein ziemlich großer Spalt. Die Schablonen müssen an die Unebenheiten von Decke und Wand angepasst werden. Manchmal muss ich schon 4-, 5 Mal nachschneiden, bis es dann richtig passt. So, die Kontur passt. Jetzt müssen wir die Schablone in der Tiefe noch ein bisschen kürzen. Wenn der Schrank so weit raus steht, stößt man sich den Kopf an, wenn man am Spülbecken steht oder so. Also wieder zurück an die Säge. Ich schneide die Schablone jetzt mit der Tauchsäge ab, damit die Vorderkante gerade ist und die Unterseite von der Schablone auch. Mit der Stichsäge wird das immer ein bisschen wellig. 3 Schablonen braucht sie, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Das allein dauert 4 Stunden.
Ich habe jetzt noch die Schablone geschnitten. Die war ein bisschen aufwendiger, weil man hier den Träger noch mit ausschneiden musste. Aber es passt jetzt. Maike Göbel kann mit dem Bau des Hängeschranks loslegen. Sie sucht sich passende Holzplatten aus und paust die gefertigten Schablonen ab. Der Kunde kann sich Holzoptik aussuchen oder diese weiß beschichteten Platten. Und wenn er will, kann er es noch in allen anderen Farben streichen. Mit der Stichsäge werden die Seitenteile des Schrankes ausgeschnitten. Bis er komplett fertig ist, brauche ich schon 2 Tage. So, das ist jetzt das erste passende Teil von unserem Hängeschrank. Von diesen Seiten muss ich noch 2 weitere machen und einen Boden. Und so sieht er aus, wenn er fertig ist, der Hängeschrank in der Küche. Die Schreinerin hat in den vergangenen Tagen aber noch mehr erledigt. Wir haben die Blende vorm Bett eingepasst, den Kühlschrank montiert. Den kann man jetzt nach vorne rausziehen. Und die Tischplatte haben wir auch festgemacht, auch zum Ausziehen. Bei der Küche müssen wir jetzt als erstes die Seiten einpassen. Die kriegt 2 Außenseiten und eine Mittelseite. Von oben gibt es 2 Schubladen. Rechts kommt eine Klappe hin vor die Wasserkanister, damit die dann da rausgeholt werden können. Und links gibt es nochmal ein Regalfach mit einer Tür vorne dran. Ich muss dieses Eck jetzt ausschneiden, weil da unten noch der Heizungsschlauch läuft. Anders kommen wir nicht an die Wand. Viel Arbeit also noch für Maike, obwohl sie die Seitenteile für den Küchenkorpus bereits vorbereitet hat. Durch die Aussparung passt die Platte nun um die Verschalung des Heizungsschlauches. Jetzt muss noch die Kontur der zweiten Schrankseite übertragen und mit der Stichsäge nachgeschnitten werden. Ich habe die Streifen als Abstandshalter quasi zugeschnitten. Dann sind wir so weit, dass wir den Schrank zusammenschrauben können. Die Löcher hat sie schon vorgebohrt. Zuletzt befestigt die Schreinerin das zweite Seitenteil an den Streben. Die eine Hälfte des Küchenschranks ist nun so weit vorbereitet, dass sie in den Campingbus eingebaut werden kann. Durch die schrägen Löcher wird der Schrank im Boden festgeschraubt. Seitlich wird der Korpus an der daneben liegenden Sitzbank befestigt. Bei diesem Schrankteil, da kommen die Wasserkanister rein. Die werden nach hinten rangeschoben und dann einmal drumherum mit einem Zurgurt festgemacht, dass sie während der Fahrt sich nicht bewegen. Und nach vorne raus kommt dann auch noch ein Ausströmer von der Heizung. Hier, wo ich es mir markiert habe, bohre ich mir jetzt ein Loch, damit ich eine Führung habe für die Lochsäge. Und da kommt dann der Ausströmer durch. Jetzt noch schnell den Ausströmer für den Heizungsschlauch zusammensetzen. Dann kann der zweite Teil des Küchenschranks verschraubt werden. Der Bau der Küche für den Campingbus ist arbeitsintensiv. Bis die Schreinerin den Korpus mit Schubladen, Schranktüren und Arbeitsplatte versehen hat, vergehen etwa 8 Tage. Ich werde jetzt noch die losen Streifen hier mit der Mittelwand verbinden, mit Winkeln. Und dann schraube ich alles noch am Boden fest und dann ist der
Küchenkorpus soweit fertig. Die Streifen sind der Anschlag für die Schubladen und ich gucke jetzt, auf welche Höhe wir hier müssen, damit man die Wasserkanister noch rein und raus kriegt. Das reicht jetzt nur noch für eine Schublade hier, weil die Wassertanks so hoch sind. Seit letztem Mal habe ich eine Tür an die Küche gemacht. Die haben wir mit einem Push-Lock-Schloss versehen, dass sie während der Fahrt nicht aufgeht. Hier hinten dran ist ein Fachboden mit einer Kante, dass die Töpfe oder Teller nicht rausrutschen. Und das Licht funktioniert jetzt hier über das Panel. Und wir haben den Hochschrank gebaut mit Klappen und Türen. Weiter geht's in der Werkstatt. Hier haben wir jetzt unsere Buchearbeitsplatte, die haben wir schon mal eingepasst. Als nächstes müssen wir die Löcher für das Waschbecken machen. Den Bohrer brauchen wir, damit der Stiel vom Waschbecken durch die Arbeitsplatte durchgeht. Und dann müssen wir mit der Oberfräse nochmal hier diesen Ring ausfräsen, dass sich der auch in der Platte versenkt. Und ganz am Ende bohren wir noch ein Loch für den Wasserhahn. Dann ist die Arbeitsplatte soweit fertig. Mit der Lochsäge wird zunächst die Aussparung für den Stiel des Beckens hergestellt. Maike setzt das Becken probeweise ein. Dann kommt die Oberfräse dran. Ich muss darauf achten, mit der Oberfräse nicht zu weit über diesen Ring rauszufräsen, weil man das am Ende dann sieht, wenn das Waschbecken drin sitzt. Beim Fräsen sollte außerdem nicht zu viel Material auf einmal weggenommen werden. Das Waschbecken passt jetzt perfekt in die Küchenarbeitsplatte. Als nächstes müssen wir das Loch für den Wasserhahn bohren. Dafür benutzt die Schreinerin einen Forstner-Bohrer. Mit diesem speziellen Holzbohrer lassen sich Löcher mit großem Durchmesser bohren. Das Waschbecken wird jetzt festgeklebt. Da haben wir hier sehr stark haftenden Kleber, damit es während der Fahrt dann hinterher auch nicht durch die Gegend fliegt. Sie benutzt einen elastischen Klebstoff, der häufig im Wohnmobilbau verwendet wird. Das Waschbecken wird behutsam eingesetzt und dann von unten mit einem Ring befestigt. Seit einem Jahr arbeitet Maike Göbel in dem Betrieb, der 2020 gegründet wurde. Zuletzt wird noch der Wasserhahn festgeschraubt. Die Arbeitsplatte aus Buchenholz mit Waschbecken und Wasserhahn kann nun an ihren Bestimmungsort im Bus. Aaron Steinrock hat sie nach Kundenwunsch geplant. Die Küche als solches ist ein sehr, sehr einfaches Modul, beziehungsweise von den Kunden sehr einfach gewählt. Zum Beispiel haben wir hier auf Leichtbau eben großen Wert gelegt. Wir haben keinen extra großen Wassertank, keinen Unterflurtank, sondern haben hier eben eine mobile Kanisterlösung. Beim Kochen gibt es noch eine Besonderheit. Die Kunden hier haben sich für eine mobile Kochlösung entschieden. Das heißt, dass sie sowohl im Fahrzeug als auch außerhalb vom Fahrzeug kochen können. Das heißt, kommt keine feste Anschlussplatte, kein Ceranfeld oder Induktion und auch kein Festgasanschluss hin.
Was jetzt noch fehlt, sind die Schubladen für die Schränke. Die Campingbusküche bekommt 2 davon. Ich muss mir jetzt als nächstes ausmessen, wo ich diese Auszüge an der Schublade festschraube und dann können wir die Schublade einhängen. Um die Position der Schrauben zu markieren, benutzt die Schreinerin ein Hilfsmittel, eine Reißnadel. Dieser Haken, der hat einfach nur eine Spitze. Dann kann man sich den Punkt, wo man ansetzen möchte, mit der Schraube vormarkieren. Wenn alle Schubladenauszüge befestigt sind, kann Maike die Lade probeweise in den Küchenschrank einsetzen. Was jetzt noch fehlt, ist eine Verriegelung. Dafür fertigt die Schreinerin in der Werkstatt noch eine Blende mit einem Schloss an und schraubt sie an der Schublade fest. Durch das Push-Lock-Möbelschloss lässt sich die Schublade sicher verriegeln. Als nächstes wird die rechte Schranktür eingebaut. Ich muss jetzt die Bänder hier an der Seite von dem Küchenschrank festschrauben und dann können wir die Tür dran machen. Die Kanten der Schranktür hat die Schreinerin vorher geschliffen und das Schloss eingebaut. Die Kanister und die Elektrik für die Pumpe schließen wir erst an, wenn die Arbeitsplatte geölt ist. Dazu müssen wir sie noch mal rausnehmen. Für die Ölpackung muss die Arbeitsplatte wieder zurück in die Werkstatt. Für die Tischplatte benutze ich jetzt Leinöl, Firnis, und lasse es eine gute Stunde einziehen. Wenn man sieht, dass irgendwelche Stellen nachtrocknen, ruhig nochmal nachschmieren, damit die Faser vollkommen mit Öl gesättigt ist und dann hinterher keine Wasserflecken oder Rotweinflecken drauf stehen bleiben. Leinölfirnis wird zur biologischen Holzbehandlung genutzt. Er bildet nach dem Trocknen eine wasserabweisende Schutzschicht. Ein paar Tage später neigt sich der Ausbau dem Ende zu. Aaron Steinrock präsentiert uns den fertigen Heckbereich. Also, was wir hier hinten im Heckbereich gemacht haben, ist relativ einfach erklärt. Wir haben hier die Staubox, wo die Kühltruhe drunter ist. Der Rest ist reiner Stauraum. Beim Bett ist es ein sehr, sehr einfaches Bettgestell in dem Fall. Das heißt, hier oben kommt die Matratze drauf. Das hier ist eine einfache Verkleidung vom Bett, dass die Matratze nachher nicht runterfällt. Alles hier hinten dran ist die Elektrik. Die Küche ist als solches auch schon fertig. Das heißt, wir haben die Schubladensysteme schon reingepackt. Die Tür inklusive der Abtrennungen ist drin. Was ich jetzt noch machen werde, ich schließe hier die Kabel für die Wasserversorgung fertig an. Bedeutet, ich lege alles in eine Verteilerdose rein, verkabel den Wasserhahn mit der Pumpe und mit der Bordelektrik. Dann mache ich die Blende wieder drauf. Perfekt. Dann sind wir tatsächlich mit dem kompletten Ausbau durch. Man freut sich immer noch, wenn das Projekt fertig ist. Jedes Projekt hat seine Eigenheiten und seine Unterschiede zum vorherigen Projekt. Und wir wachsen auch wieder mit jedem Projekt. Und natürlich freuen wir uns, wenn die Kunden kommen und mit einem Lächeln im Gesicht den Bus abholen. Der frisch ausgebaute Campingbus ist bereit für seinen Besitzer. Individuell ausgestattet mit vielen praktischen Details und gemütlich eingerichtet. Ein Wohnbereich mit Ausziehtisch und Sitztruhen. Eine Küchenzeile, ein Bett. Alles da. Na dann, klar zur Jungfernfahrt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.